Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Heute fahren wir wieder eine streckenspezifische Strategie. Ja, also eine Folge, wo wir wieder über die Reifenstrategie, über Boxenstrategie in der gewissen Strecke. Ihr seht es schon unten in der Beschreibung. Ich habe es noch leider nicht. Wir springen da gleich auch rein. Bevor wir aber in den Content springen, wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Und zwar das mit den Kisten. Wie farmen wir, wie kriegen wir die besten Kisten? Ich habe gestern mal was ausprobiert und es hat soweit funktioniert. Zweimal hat es funktioniert. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Und wir springen mal rein, machen aber auch dafür jetzt die Kiste hier auf, weil sonst geht nämlich diese Strategie nicht auf für die besten Kisten. Wir machen kurz die Kiste auf und dann erkläre ich euch auch, was genau ich gemacht habe, um halt eventuell diese Kistenstrategie aufzustellen. Ja? Und zwar haben wir 4 Rennen gemacht mit vollem Speicher. Hab die 4 Rennen auch gewonnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was dazu bringt. Allerdings müssen wir jetzt das 5. Rennen müssen wir gewinnen. Ja? So. Und dann habe ich gestern einmal eine Platinkiste bekommen und einmal eine Goldkiste. Ich habe so gesehen 4 Rennen gemacht, habe die Kiste nicht abgeholt bekommen, weil mein Speicher voll war. Und das 5. Rennen gab es dann eine gute Kiste. Wenn es jetzt wieder funktioniert, dann bestätigen wir das so gesehen. Und ihr seid ja auch hier dabei, also seht ihr es auch. Also können wir dann auch davon ausgehen, dass es funktioniert. Bevor wir noch ganz schnell in das Rennen reinspringen, wollte ich auch noch mal kurz eine andere Sache ansprechen. Und zwar, Leute, danke für den Support in den letzten Monaten. Allerdings habe ich auch gesehen, dass wir 70% meiner Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Also Leute, wenn du jetzt den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es bitte jetzt. Ja, natürlich auch ein Like da lassen, damit wir den Content pushen. Ja, so, und jetzt springen wir in das Rennen. Wir sind in Montreal. Platz 13 und Platz 14 haben wir gemacht in der Qualifikation und fahren hier mit einem Fahrer auf Softs raus und mit dem anderen auf Medium. Ja? Wenn wir uns hinten platzieren, dann fahren wir mit einem Fahrer auf Medium und mit dem anderen auf Hard. Der eine fährt eine 4-4 und der eine fährt eine 5-3. So gesehen, geht auf lang. Shortcut kann ich hier, also ein Undercut, kann ich hier überhaupt nicht empfehlen in Montreal. Manchmal funktioniert es, manchmal aber geht es total in die Hose. Ja, wir boosten am Anfang mit beiden Fahrern. Wir sehen auch selber jetzt gerade jede Menge Plätze verloren mit Charles Leclerc. Aber halb so wild, weil unser Max Verstappen einfach alles wieder gut gemacht hat. Von daher passt das. Schalten hier runter und lassen das Auto schön auf Verteidigen jetzt für mindestens eine Runde komplett fahren. Schön ausbalancieren hier. Das Auto soll sich gut verhalten. Ja, ein bisschen Gas geben hier auf der langen Geraden, damit wir bloß nicht eine Position verlieren. Und sonst fahren wir hier auf Verteidigen und warten so gesehen ab. Wenn wir uns vorne platzieren, ja, wenn wir uns hier in der Qualifikation in der Top 5 positionieren, dann kann man auch versuchen, eventuell hier einen Undercut machen. Da muss man aber auch immer darauf achten, dass wir so gesehen da vorne die Leute, die müssen dann aber auch mehr auf Softs dann schon fahren, weil sonst bringt es hier nichts. Charles Leclerc enttäuscht mich sehr. Ja, hat sogar jetzt noch einen Platz verloren jetzt hier und ja, ist auf Softs. Keine Ahnung, was da los ist, allerdings halb so wild. Montreal ist eigentlich für alle die gleiche Strategie und zwar eine Soft, eine 4-4. Ja, und dann der hintere Mann fährt auf Medium und fährt eine 5-3. So gesehen, derjenige, der eine 4-4 fährt, fährt auf Softs und dann auf Medium. Die letzten 4 Runden dann auf Medium Vollgas. Wie gesagt, wir haben hier das Glück, dass Max Verstappen jetzt hier auf seinen Medium-Reifen, so gesehen, schön weit vorne ist. Jetzt macht einer hier einen Undercut, das müsste Alonso sein oder Esteban Ocon, der fährt nämlich jetzt schon in die Box. Das ist gut für uns, für Max. So, jetzt hier Charles Leclerc kann jetzt auch ein bisschen Gas geben, muss auch nach dieser Runde hier jetzt in die Pits. Und wir können mit Max Verstappen noch schön uns hier entspannen. Wir haben hinter uns jede Menge Platz. Und vor uns auch. Hier müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Versuchen auch die Jungs, die jetzt auf Softs reingekommen sind, zu überholen. Das kriegen wir hier. Sergio Perez müssten wir hinkriegen. Das ist doch schon mal gut. Die kommen, wie schon gesagt, nach der Runde jetzt hier rein auf Softs. Unser Max Verstappen, unser Charles Leclerc kommt jetzt rein. Den wechseln wir auf Medium und geben Vollgas für 4 Runden. Jawohl, sind noch vor
Platz 21 rausgekommen, haben jetzt den Gegner vor uns hier auf Hard, Lewis Hamilton, der ja einen Undercut gemacht hat. Und ihr seht, er ist jetzt auf Hard und wir haben jetzt reichlich Platz, nicht unbedingt, aber Zeit. Und ja, Platz war da ein bisschen und haben wir direkt ausgenutzt. Hier Charles Leclerc hat direkt den Rivalen überholt und überholt jetzt auch noch ein paar Leute, die jetzt noch in der Pitlane sind. Und wir kommen auf Platz 14. Ja, Max Verstappen natürlich top, hat gar keine Position verloren. Hier mit dem Overcut so gesehen, fährt hier eine 5-3 und kann jetzt auf seinen Softs hier Gummi geben. Wir spielen ein bisschen hier mit dem Joystick herum. Ob das was bringt, weiß keiner. Wir versuchen es einfach. So, perfekt. Charles Leclerc hat sogar noch Platz 13 gut gemacht hier. Sehr schön. Und jetzt müsste Max Verstappen doch eigentlich auch Platz 9 klären hier vor sich. Aber schaut nicht danach aus. Es ist Fernando Alonso auf Hard. Genau, so ist es. Vor ihm hat er dann jemanden auf Softs. Wir müssten Fernando Alonso eigentlich überholen hier mit unserem Max Verstappen. Aber nein. Vielleicht jetzt. Gehen wir mal ein bisschen hier in Aufnahmen. Jetzt Innenseite. Nein, will er nicht wissen. Alonso macht auch die Innenseite zu. Jetzt hier nochmal mit ein bisschen Schwung vielleicht. Da war nicht so viel Schwung, aber wir haben ihn. Ja, haben ihn geklärt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielleicht sogar noch Charles Leclerc macht auch noch was. Nein, im Moment noch nicht. Wir fahren in die letzte Runde. Platz 9 und Platz 13. Ist gar nicht so schlecht. Haben uns ja 13 und 14 qualifiziert. Haben mit Max Verstappen definitiv ein paar Positionen gut gemacht. Aber Charles Leclerc hat uns hier ein bisschen enttäuscht. Allerdings haben wir das Rennen gewonnen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, kriegen wir hier jetzt die Kiste? Charles Leclerc hat sogar noch Position 12 machen können. Sehr, sehr schön. Ja. Verstappen ganz knapp ja, an 8. Hat es aber nicht geschafft. So, und jetzt bin ich echt gespannt, ob wir wieder hier mindestens eine Goldkiste kriegen. Weil meiner Meinung, also meine Erfahrung ist immer, dass man immer so 4 Rennen gemacht hat. Und das waren eigentlich immer grüne Kisten. Und dann bei dem 5. Rennen so gesehen, wenn man das dann auch gewonnen hat, dann kam eine gute Kiste raus. Allerdings ist es hier nicht der Fall. Also von daher, Leute, tut mir echt leid, aber ja, ist nichts geworden. Habe sogar 5 Rennen hintereinander gewonnen, habe so gesehen die 5. Kiste abgestaubt und es ist leider nichts dabei rumgekommen. Ja, Montreal, Leute, das war die Gewinnstrategie. Wir machen zusammen noch hier die Platinkiste, die machen wir jetzt zusammen auf und hoffen auf ein gutes Teil. Haben wir schon mal 2 Bucks, das ist schon mal gut. Haben wir ein paar zurückbekommen. Lando Norris fast auch schon auf 10. Carlos Sainz. Menas. So, und jetzt kommen die Teile. Los geht's. Pierre Gasly 4-mal. Und 14 mal Flow. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Nicht das Teil, worauf wir warten, aber auch schon gut, weil so kommen wir weiter an unsere Teile. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Das war's von mir heute. Ich hoffe, das Video ist gut. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, wie gesagt, vergesst dem Video nicht ein Like dazulassen und natürlich den Channel zu abonnieren, Leute. Ja, sehr, sehr wichtig. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bleibt mir gesund und eine wunderschöne Woche euch. Ciao.